Eine ganz, ganz relevante Sache bei mir hier im Arbeitsprozess sind die sogenannten Mixdown-Busse. Das liegt mit daran, dass ich, wenn ich eine Produktion habe und in dem Moment, wo sie entsteht, will ich nicht jedes Mal von vorne neu mischen müssen. Also es sind ja eigentlich immer dieselben Prinzipien. Ne? Ihr wollt eure Kick vom Bass trennen, ihr wollt vielleicht eure Percussions von den restlichen Sounds trennen. Es gibt sowas wie grundsätzliche Bearbeitung, was die Transienten angeht, was so ein bisschen Sättigung betrifft. Und all solche Geschichten lassen sich natürlich im Vorfeld schon sehr schnell gut definieren. Ja? Das könnt ihr dann eben anhand von so einem Mixdown-Bus, ja, auch einfach für euch vorbereiten. Was ist der Vorteil? Ich muss nicht tatsächlich jedes Mal alle Plugins neu reinladen für die immer selben Aufgaben. Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Also es geht darum, im Endeffekt seine persönlichen Entscheidungsprozesse, die sowieso immer wiederholt werden, an dieser Stelle zu vereinfachen und schon einmal in euer Template oder als Mixdown-Bus im Vorfeld zu bauen. Ich zeige euch mal, wie das bei mir zum Beispiel direkt im Studio wirklich unter, ich sag mal, ja, professionellen Ansprüchen aussehen kann. So sieht mein Ableton tatsächlich aus in dem Moment, wo ich sage, neues Live-Set. Also ihr seht, hier ist schon einiges anders als wahrscheinlich in der Standardvariante, die ihr kennt, wenn ihr Ableton öffnet. Das liegt einfach daran, ich habe mir im Laufe der Zeit immer wieder überlegt, was brauche ich? Womit starte ich eigentlich? Das müsst ihr nicht so nachmachen, das ist dann schon der Extremfall, aber das Prinzip dahinter ist tatsächlich immer dasselbe. Ihr sucht euch das raus, was ihr braucht, das, was ihr sowieso wahrscheinlich benutzen werdet und ladet das alles in ein schönes Projekt, baut das einmal im Rohzustand und sagt dann in Ableton ganz einfach oben Datei Liveset als Template sichern. Ihr könnt euch ein Template erzeugen zum Mastern, ihr könnt euch ein Template erzeugen zum Mischen, ihr könnt ein Template erzeugen speziell für Ideenfindung, Kreativarbeiten, so viele ihr wollt. Ja? Aber das Tolle daran ist, wenn ihr euch einmal die Arbeit gemacht habt und da was vorbereitet habt, geht es sofort los in dem Moment, wo euer Projekt geöffnet ist und ihr könnt sofort loslegen und nicht überlegen, Moment mal, was brauche ich jetzt eigentlich? Weil diese Denkprozesse, das zieht die Sache so hinaus. Ja? Und bis ihr dann mal wirklich dann euch entschieden habt, ich möchte jetzt das Plugin und dahinter vielleicht noch den Delay, da ist die Kreativität schon eigentlich wieder weg. Ja? Ihr wollt direkt loslegen und dafür sind Templates das A und O. Wie kann das Ganze klingen? Ich habe mal hier einen Track vorbereitet, also so ein ganz einfaches Arrangement oder beziehungsweise hier im Session View etwas, das abläuft. Und das eine ist eben in meine Mixdown-Busse geleitet, das andere geht direkt auf den Master. Wie massiv da der Klangunterschied schon sein kann, ohne dass ich wirklich gemischt habe, zeige ich euch anhand dieses Beispiels. Ich mache mal diese Gruppe an, da seht ihr oben schon am Namen, mit Bussen. Ja, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, das geht durch meine Busse. Da ist noch kein großer Mixdown passiert, das ist wirklich, ich schwöre euch, einfach nur so die Spuren, die ich hatte, eben dorthin geroutet. Ja, und ich muss sagen, es klingt ja erstmal recht passabel. Ja. Kann man so schon mitarbeiten, man kann sich den Track ganz gut vorstellen. Jetzt machen wir nochmal einen kurzen Break und springen eben darauf, wie das Ganze klingen würde, hätte ich nicht dieses Hilfsmittel an der Hand. Also hätte ich mir nicht meine Busse schon vorbereitet und würde die Spuren dann einfach dahin leiten. Was passiert dann? Dann geht das Ganze auf den Master und hat halt erstmal keine Bearbeitung. Das klingt dann mitunter so. Also auch nicht falsch, aber doch ein gewaltiger Unterschied im Mix. Hört nochmal genau hin. Das ist die Variante mit Bussen und das ist die Variante ohne. So wie der Track jetzt gerade klingt, bräuchte ich wahrscheinlich schon ein paar Stunden und, ja, ich sag mal, sehr viel Konzentration, um eben das auf ein passables Ergebnis zu bringen. Ja? Diesen Arbeitsprozess möchte ich mir nicht jedes Mal neu machen, sondern das habe ich vereinfacht. Ja? Wie wir das Ganze jetzt einsetzen können und wie ihr euch das vorstellen könnt, das schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren wollt, auch dazu, wie ich sowas kreativ einsetze und wie das vielleicht zu einem kompletten Track werden kann, meine neue Masterclass zum Thema Workflow, 3 Tracks in 3 Tagen, gibt es aktuell bei der Sign. Um das ganze Prinzip zu verdeutlichen, nehme ich mir jetzt eine Spur aus diesem Gesamttrack, ja, und überlege mal, was wäre denn so die klassische Mixdown-Aufgabe eben an dieser Spur. Ja. Ich habe mich jetzt mal hier für den Beat entschieden, ganz einfache Loop-Struktur, ich lasse ihn mal laufen.
Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist, wie man es kennt. Gibt noch einen Cut-Off, den man hochregeln kann. Also so ein bisschen Drumming. Ne? So, dann müsste ich im Grunde genommen vielleicht die Transienten ein bisschen schärfen. Vielleicht würde ich unten im Low-End das Ganze noch ein bisschen anfetten. Ein Kompressor würde vielleicht nicht schaden, ja, ein guter Drum-Kompressor. Und im Endeffekt geht es natürlich dann noch um das Leveling insgesamt im Verhältnis zu anderen Spuren. Wenn ich das weiß, kann ich hergehen und mir tatsächlich jetzt schon überlegen, sollte ich solche Prozesse nicht einfach vielleicht auf eine Spur schon fertig zurechtlegen. Und genauso würdet ihr auch vorgehen. Ihr erzeugt euch einfach eine Audiospur. Ich nenne diese Spur also GR für Gruppe, Drums. Und dann kann ich überlegen, was gehört da für mich jetzt alles rein. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, bei meinen Drums schadet auf jeden Fall so ein bisschen EQing nicht. Also würde ich mir jetzt zum Beispiel eine EQ 8 mit reinlegen. Dann schadet etwas Transientenbearbeitung nicht. Ableton bietet euch da zum Beispiel den Drumbus. Der kann auch schon einen relativ passablen Job machen. Ein bisschen dedizierter geht das Ganze dann trotzdem mit Drittanbieter-Plugins. Ich nehme den Softtube. Der kann ein bisschen mehr. So. Als nächstes wäre die Aufgabe der Sättigung, also ein bisschen mit Obertönen anreichern. Dann nehmen wir uns einfach einen SPL Vitalizer, Twin Tube. Da haben wir direkt hier eine nette Kombination aus Kompressor und eben Sättigung mit dabei. Und das Low-End können wir auch schön anfetten. Und was könnte ich noch gebrauchen? Ein Hallraum oder das Ganze im Mix an eine bestimmte Stelle rücken. Ja, dann wähle ich mal hier den. Entschuldigt, dass ich da so ein paar Drittanbieter-Plugins benutze. Das ist halt einfach irgendwie mein Workflow. Ihr werdet mit Sicherheit ähnliche Plugins auch bei Ableton finden oder eben in eurem Katalog, was auch immer ihr da benutzen möchtet. Die Aufgaben sind tatsächlich eigentlich immer dieselben. Ja, also es geht um EQing, Transienten, Obertöne, Kompression, Hallräume vielleicht. Und das ist eigentlich auch schon das grobe Stereo-Placement vielleicht noch. Wenn ich das weiß, habe ich mir die jetzt eben parat gelegt und ich mache schon die ersten Einstellungen. Also ich sage mal blind, so Sachen, die ich eigentlich immer machen müsste. Unten das Low-End ein bisschen wegschneiden, im tiefsten Bereich. Die Transienten möchte ich ein bisschen schärfen, also dass es ein bisschen knackiger kommt. Und umgekehrt möchte ich dann hier in diesem Fall, dass die tiefen Frequenzen auch ein bisschen gekürzt werden. So, das ist der Transient Shaper. Jetzt sage ich mit dem Vitalizer, ich möchte das Low-End hier noch richtig schön fett machen. Das geht mit dem relativ gut. Und da müssen rein. So, dann kleines bisschen Stereoverbreiterung schadet hier auch nicht. Ja, dann kommt schon die Sättigung mit dran. Auch hier, ich weiß, ich werde Obertöne brauchen. Und mit dem Management, der ist übrigens Freeware, tolles Plugin zum Platzieren von Sounds, also wirklich so ein bisschen, nicht nur Stereo-Placement, sondern eben auch Tiefenstaffelung. Ne? Hat zudem noch brauchbare gute Hallräume. Könnte ich jetzt einfach auch schon mal was reinlegen. Und das ist jetzt so eine Bearbeitung, bei der ich mal tippe, das könnte so schon ganz gut eben auf einer Drumgruppe funktionieren. Wie das klingt, finden wir raus. Ich nehme mir die Drumspur und mache genau das, was ich sonst nämlich dann auch tun würde. Die Spur hier, meinen Bus habe ich vorbereitet und jetzt gehe ich her und nehme diese Beat-Gruppe und sage einfach, so, du kommst jetzt eben nicht auf den Master, sondern ich schicke dich rüber in, wo habe ich sie liegen, die neue Gruppe Drums da unten. Ja? Das ist quasi das, was ich mir eben erzeugt habe. Rüberleiten und ganz wichtig, bei der Spur hier das Monitoring auf In, weil sonst hört die Spur nicht ab. Also jetzt wird das Signal aus der Spur nicht auf den Master, sondern direkt hier rüber in diese Spur geleitet. Und wie sich das dann anhört, das müssen wir rausfinden. Ich habe es ja gerade einfach mal blind gebastelt. Das ist die Bearbeitung hier drauf. Und wir können vergleichen, wie das Ganze eben klingt, wenn ich direkt wieder zurück auf den Master gehe, also eben nicht den Umweg hier über meine eben gebaute Gruppe. Das wäre nämlich dann einfach so. Trocken, langweilig, ein bisschen schmal. Also tatsächlich ist hier dann schon viel passiert, was eben diesem Sound recht gut tut. Eine relativ komplexe Geschichte, aber die jetzt einfach dadurch, dass ich weiß, was da passiert, auf dieser Drumgruppe auch tatsächlich relativ gut klingt.
Und wenn ich das weiß, kann ich ja eben noch weitergehen. Ne? Das ist ja nur der Teil Drums. Als Beispiel habe ich jetzt gerade mal entschieden, ich möchte eine Gruppe benutzen, die sich speziell an die Bearbeitung von potenziellen Sounds richtet. Also ich sage mal Pads, sowas wie ein Lead-Sound, ja? Also im Grunde genommen den harmonischen, melodischen Teil. Wie sowas aussehen kann? Ganz einfach wieder. Ich habe mir eine Spur erzeugt, ganz normale Audiospur, so wie gerade, wie ihr es alle kennt, Command T, ja, für eine Audiospur. Und dann geht es eben darum, was muss da so potenziell alles rein. Naja, für mich zumindest würde am Anfang immer ein EQ funktionieren. Ja, also da können wir einfach mal den EQ8 reinsetzen. Der tut da einen brauchbaren Job. Ja, mit dem können wir ein paar Frequenzen wegschneiden, mit dem kann ich ein bisschen was pushen. Zum Beispiel auch hier das Low-End befreien, das sollte ja nachher dann doch eher den Bässen vorbehalten sein. Ich kann so in typischen Mittenregionen, wo ich weiß, da entstehen meistens Löcher, jetzt schon mal pauschal ein bisschen pushen. So, dann gehe ich parallel her und sage, ich möchte etwas Sättigung haben. Jetzt gibt es etliche Sättigungs-Plugins bei Ableton. Tatsächlich gefällt mir da aber auch der Drumbus relativ gut. Der ist nicht nur für Drum-Sounds zu benutzen, den könnt ihr eben auch klasse auf normalen Spuren mit Sounds auch ebenso einsetzen. Ja, und so, ich rate mal ein bisschen Drive einfach wird schon reichen. So, Transienten können wir hier auch schärfen. Jetzt wäre die Überlegung, was können wir noch machen? Ein bisschen komprimieren den Sound auf jeden Fall. Ja, da könnten wir jetzt einen Glue-Kompressor setzen. Der schweißt uns das Ganze dann noch ein bisschen zusammen. Ja, etwas moderater Attack, längerer Release, es werden ja auch längere Sounds. 14.1 reicht mir. Threshold wird mir noch ein bisschen anpassen müssen. Softclipping. Und dann auf jeden Fall die Möglichkeit, den Sound nachher ein bisschen zu beobachten oder alle Sounds, die da reingehen. Deswegen noch ein Spektrum mit dabei. Wo wir gerade schon dabei sind, ein Utility schadet ebenfalls nie. Einfach aus dem Grund, weil ich hier nochmal Lautstärke anpassen kann. Auch den Bassbereich auf Mono schalten ist hier oft eine gute Option. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen ich eigentlich hier schon ein relativ gutes, ich sag mal, ja, Setup habe, um eben meine Soundsgruppe jetzt hier vielleicht zu bauen. Das sind alles nur Beispiel-Plugins übrigens. Ihr wisst selber, wenn ihr da Favoriten habt für Sättigung, für Kompression, für whatsoever, nehmt die natürlich. Ja? Aber ich wollte jetzt an dieser Stelle einfach mal mit Ableton Stock Plugins zeigen, was da überhaupt möglich ist. So, und jetzt gehen wir her und nehmen uns eben aus dem Song die potenziellen Spuren, die darüber abgemischt werden sollen. Das ist in diesem Fall einmal hier der Teil Pad. Also diese beiden zusammen klingen so in der Soundgruppe. Und dann gibt es hier noch den Lead Sound, das ist er. Auch den habe ich jetzt mal hier rüber gejagt. Wie das Ganze auf dem Master klingt, sollten wir unbedingt mal vergleichen, damit wir wissen, ist die Bearbeitung da überhaupt gerade sinnvoll gewesen oder nicht. Aber ihr wisst, das ist echt nur exemplarisch. Ich wollte euch ja zeigen, wie das Prinzip dahinter funktioniert. Nicht das perfekte Ergebnis gerade, weil die Gruppe, die ich gerade baue, ist noch nicht perfekt. Die wird man sich im Laufe der Zeit oder gerade ihr euch im Laufe der Zeit selbst erarbeiten. Immer wenn ihr merkt, ihr braucht etwas, merkt euch das, schreibt es euch auf und packt es dann irgendwie mit in euer Template rein, mit in diese spezielle Gruppe, damit ihr das beim nächsten Mal eben nicht immer wieder neu machen müsst. Hören wir mal kurz die 3 Spuren auf dem Masterkanal. Ja, und jetzt hören wir dieselben 3 Spuren in der eben erstellten Gruppe Sounds. Ja, auch hier wieder ganz wichtig, denkt dran, Monitoring auf In, nur dann hört die Spur ab. Und wir hören nochmal hin. Hat auf jeden Fall jetzt mehr Obertöne. Und schon so ein bisschen, ja, bisschen Leben dazu bekommen. Ich kann auch noch ein bisschen verbreitern hier, gucken zumindest, ob es klingt. Ne?
könnte auch noch einen Hallraum draufsetzen. Das sind so alles Kleinigkeiten, wo ich mir denke, die würden jetzt auf den Sounds wahrscheinlich Sinn machen. Außerdem könnte ich zum Beispiel direkt bestimmen, dass die Drum-Sounds, die ich in der anderen Gruppe habe, sich hiervon freistellen über einen Kompressor oder eins meiner Lieblings-Plugins, der Trackspacer von Waves Factory. Also direkt sagen, alle meine Drums sollen sich von den Sounds freimachen. Das sind Sachen, die kann ich hier festlegen. So, also hier neben wieder eine neue Audiospur. Das Prinzip ist immer für euch dasselbe. Ihr erzeugt eine Audiospur, ihr überlegt, was braucht ihr, was soll da rein. Und diese Gruppen könnt ihr dann eben benutzen, um eure Abmischung nachher richtig schnell und einfach, fast schon automatisiert zu erledigen. Diese Spur wird für Sounds, also GR Sounds. Und was brauchen wir auf der? Ich würde sagen, auch hier wieder ein EQ in jedem Fall. Da nehme ich jetzt einfach mal einen SSL. Nehmen wir ruhig mal den von Waves, SSL EQ Stereo. So, dann brauchen wir hier wahrscheinlich etwas Stereo-Verbreiterung. Ich möchte, dass meine Sounds richtig schön fett und dick werden. Nehme ich den NewGen, ist so ein Stereo-Verbreiterer. Dann auf jeden Fall auch etwas Sättigung, also in diesem Fall entscheide ich mich für den Harmonix. Dann wollen wir wieder etwas Kompression. Jetzt wäre die Frage, welcher Kompressor eignet sich da ganz gut für. Ich entscheide mich hier mal ganz klassisch für ein 2A. Und dann nehmen wir auch nochmal den oberen rein, weil ein bisschen Hallraum und Position würde der Sache auch nicht schaden. So, die stelle ich mir jetzt ein bisschen ein. Also die Sounds sollen tatsächlich etwas mehr nach vorne kommen, etwas breiter werden, dadurch auch in den Höhen ein bisschen stärker und relativ wenig Delay mit dabei. Nämlich einen anderen Hallraum bewusst und den Kompressor werden wir nachher einfach so einstellen, dass er dann die leisen Stellen eben auffängt und die lauten einfach gerade genug runterdrückt, dass der Pegel nicht zu stark wird. Die Sättigung können wir in jedem Fall erstmal so einstellen, dass einfach nur die Obertöne hier so ein bisschen mehr durchschimmern. Ne? Und die Stereoverbreiterung mache ich auch einfach mal so ein bisschen nach Gefühl. Ne? So. Und EQing, das muss man natürlich dann ein bisschen anpassen, aber ich werde mal einfach hier so in den klassischen Löchern, so um 3000 und auch hier so um die 500, 600 einfach mal ein bisschen breiter anheben. So, und dann wollen wir mal schauen, was das Ganze macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Pad und auch diesen Matame-Sound einfach mal rüberleite. Erstmal klingen die Sounds so, also ohne meine Busse. Den hier kann man noch ein bisschen öffnen. Ist okay, aber noch ein bisschen, ich sag mal, zurückhaltend. Und jetzt gehen wir her und leiten das Ganze eben in die eben neu erzeugte Spur, GR Sounds. So, und hören uns das Ganze nochmal an. Ja, das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass wir auch hier trotzdem noch ein bisschen die Transienten schärfen, ne? Da würde mit Sicherheit dann doch was passieren. Hört mal hin. Ja? Geht, kann man gut benutzen. Ja? Und das ist genau das Prinzip. Wenn ihr euch solche Spuren erzeugt habt, dann könnt ihr das ja auch nachher abspeichern. Ne? Also sowas landet bei mir im Template. Jedes Mal, wenn ich meine Ableton öffne, habe ich genau solche Gruppen von vornherein definiert für meine Drums, für potenzielle Vocals, für meine Lead-Sounds, für Backing-Sounds. Da ist die Tiefenstaffelung schon direkt mit erledigt. Für eine Bassgruppe. Ja? Und die könnt ihr dann auch noch voneinander trennen. Ja? Also ihr könnt genau sagen, ich möchte, dass einfach alle meine Drums immer von meinen Sounds getrennt werden. Warum? Weil ihr das im Vorfeld wisst und weil ihr das einfach einmal definieren könnt. Also diese Arbeitsweise erfordert natürlich am Anfang etwas Vorbereitung, ist aber nachher ein absoluter Lifesaver, weil ihr erledigt einen kompletten Mixdown on the fly.
Also es ist wirklich nur ein Klick an dieser Stelle, in dem ihr dann sagt, nicht auf den Master, sondern du kommst in diese spezielle Gruppe mit der Bearbeitung und auf einmal passiert das Ganze. Ihr müsst nicht die ganzen Plugins neu laden, ihr müsst nicht alle Entscheidungsprozesse neu treffen, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, sondern euer Mixdown-Prozess ist wirklich in dem Moment dann extrem vereinfacht. So kann ich es echt schaffen, einen kompletten Track teilweise in einer halben Stunde auf einem sehr hohen Niveau abzumischen. Und das funktioniert tatsächlich fast immer. Also kleine Anpassungen hier und da, aber das werdet ihr selber rausfinden. Im Endeffekt ist sowieso das Wichtigste, dass ihr euch genau überlegt, was braucht ihr? Wenn ich jetzt sage, ich brauche eine Bassgruppe, ich brauche eine Percussion-Gruppe, ich brauche dieses Plugin, ich brauche jenes Plugin, das ist meine Entscheidung, das sind meine Erfahrungswerte. Ihr müsst selber wissen, was ihr da braucht. Also wenn ihr zum Beispiel feststellt, dass ihr jedes Mal auf einer Bassgruppe Plugin X und Plugin Y benutzt, spricht nichts dagegen, das direkt in so einer Gruppe zu vereinfachen und abzuspeichern für die Zukunft, weil dann müsst ihr das nicht jedes Mal neu machen. Es geht also wirklich nur darum, bekannte Prozesse bereits im Vorfeld einmal zu erledigen, euch ein schönes Template zu erstellen, in dem solche Sachen von vornherein reingeladen sind. Und im Endeffekt profitiert ihr dann ein Leben lang davon, dass ihr genau das vereinfacht habt und mit einem einzigen Klick erledigen könnt.